Hallo liebe Hausbauhelden, wir zeigen euch heute ein Haus, das in den Garten gebaut wurde. Ja genau, Helen und Lars hatten das Glück, ihr Baufritz-Traumhaus in den Garten der Eltern bauen zu können. Jetzt, wo Grundstücke selten und immer teurer werden, ist diese sogenannte Nachverdichtung eine gute Lösung, sich doch noch den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. Ja, und wie das lief und wie die beiden heute hier mit ihren beiden Kindern wohnen, das schauen wir uns jetzt an. Ja, Lars, vielen Dank, dass wir euer wunderschönes Einfamilienhaus hier in München-Schwabing heute besuchen dürfen und ihr uns alles zeigt. Wir wohnen jetzt 3 Jahre hier, ein bisschen länger als 3 Jahre. Die Reise hat viel früher angefangen. Wir haben zur Miete gewohnt, in einem anderen Stadtviertel, auch hier in München, und haben uns irgendwie schon lange damit befasst, dass wir gerne auch mal ein Eigenheim hätten. Und wie das aber ist hier in München und Umland, es ist sehr schwierig, Grundstücke zu finden, passende Grundstücke zu finden, auch bezahlbare Grundstücke zu finden. Und dann haben wir irgendwann mit Helens Eltern zusammengesessen und auch über dieses Thema gesprochen. Und dann hat sich das so über Gespräche ergeben, dass sie gesagt haben, Mensch, wir haben doch hier genug Platz noch im Garten. Helens Vater hat gesagt, ich habe auch nicht mehr so viel Lust, so viel Rasen zu mähen. Und wir haben den Platz da. Wollen wir nicht mal überlegen, dass ihr hier bei uns im Garten baut. Wir mussten uns natürlich an vielen Gegebenheiten orientieren. Die Schwiegereltern, den Nachbarn links und rechts. Wir mussten die Abstände einhalten zu den verschiedenen Grundstücken. Wir haben direkt hier am 3. Nachbarhaus, da ist ein Sendemast, ein Mobilfunkmast auf dem Dach, der uns tatsächlich sehr beschäftigt hat, weil wir natürlich um den Elektrosmog wissen, der davon ausgeht. Und deswegen war uns das ganz wichtig und haben uns unterdessen dafür auch für Baufritz entschieden. Da ist im Wandaufbau eine sogenannte X&E-Platte mit drin, die diese Wellen abhält, und zwar bis zu 99%, heißt es. Wie groß ist denn jetzt euer Teil von diesem Grundstück gewesen, wo ihr jetzt drauf bauen konntet? Ich glaube, wir haben knapp 500 Quadratmeter Grundstück. Also gar nicht so viel, ne? Wenn man jetzt denkt, man will ein eigenes Haus bauen. Ich finde, es fügt sich hier einfach super ein, also von der Größe und auch unser Haus. Wir haben, du hast es gesagt, 180 Quadratmeter Fläche insgesamt und kommen da super mit. Es ist auch eine passende Größe, wenn die Kinder dann mal aus dem Haus sind, dass man da auch gerne noch zu zweit wohnt, ohne sich da verloren zu fühlen dann. Da würde ich sagen, jetzt schauen wir doch mal rein und gucken, wie sich das da weiter darstellt. So, hier kommen wir in der Garderobe an. Ja. Die ist ja sehr großzügig, fällt auf jeden Fall sofort auf. Ja, tatsächlich, wir haben sie sehr großzügig gemacht, hat aber gar nichts damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine wahnsinnige Garderobe hier im Eingang, sondern wir wollten es einfach hier unten sehr, sehr hell und lichtdurchflutet haben. Und deswegen haben wir uns für eine große Garderobe mit den beiden Doppelfenstern entschieden, weil das einfach hier tatsächlich dann sehr hell ist. Wir haben fast überall uns für Einbauschränke entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wir haben hier ein Biohaus gebaut mit Baufritz und das wollen wir auch innen dann durchziehen und uns nicht mit dann vielleicht günstigen Möbeln, die dann vielleicht doch noch irgendwas ausstrahlen, irgendwelche Dämpfe, dann damit quasi das Raumklima selber wieder kaputt machen, sondern haben uns dann tatsächlich für naturbelassene Farben und Einbauschränke entschieden, um dem nachhaltigen Gedanken im Haus auch nachzugehen. Wenn wir mal ein Stück weiter gehen, fällt hier natürlich dem nicht nur geübten, auch dem ungeübten Auge sofort auf, dass wir hier, lass mal rübergehen zur Küche, dass wir hier natürlich den großen Wohn-Ess-Kochbereich haben mit der offenen Küche, mit dem Küchenblock hier, der Küchenzeile, also gar kein Block mehr, es ist ja schon so groß wie 3 Blöcke eigentlich. Und alle Schränke sind tatsächlich verdeckt, also alles sind Einbauschränke. Ja. Es ist alles verdeckt, es sind alles Einbauschränke. Wir haben auch, wie gesagt, meine Frau hat sich da mit unserer Innenarchitektin und Architektin des Hauses sehr viel Mühe gegeben in den Details, auch in der Farbgebung. Man findet überall schwarze Akzente wieder, man findet aber auch überall Farbakzente wieder, die gut zu dem Schwarz passen. Keller ist halt so eine Diskussion. Keller ist halt einfach ein Geldgrab. Ja, ein Keller kostet wahnsinnig viel Geld.
Und wir haben lange überlegt, machen wir einen Keller, machen wir keinen, haben dann uns aber entschieden, weil wir ja doch, wir haben diese 180 Quadratmeter und irgendwo musste auch die Elektroinstallation, alles hin, die Heizung muss irgendwo hin, deswegen haben wir uns dann leider dafür entschieden, das Haus teils zu unterkellern. Also wir haben einen halben Keller hier drunter. Und dann war natürlich die Frage, okay, wo kommt dieser Keller hin? Weil so eine Kellertür meistens ja irgendwo auch immer irgendwo im Raum ist und nicht so richtig schön aussieht. Deswegen haben wir uns dann kam dann die Idee auf, wir verstecken diese Tür einfach in der Küche. Das ist nämlich die Kellertür. Das ist die Kellertür. Ja. Das ist eine Doppeltür, wenn man sie aufschwingt, geht es, muss man hier mal drücken, ist Magnet, geht es hier runter in den Keller. Lassen wir weitergehen in den Wohnbereich. Ihr habt ein ganz spannendes Detail, was natürlich sofort ins Auge fällt. Ja, unser Hängestuhl. Und wie ist das mit der Anbringung in diesen Dachbalken? Funktioniert sehr gut, weil das ja tatsächlich Massivbalken sind. Ja. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Decke offen zu lassen. Man hätte es auch verputzen können, wie wir es da in der Küche haben. Da ist es ja verputzt. Wir haben uns aber gesagt, wir wollen es gerne hier in dem Roman wollen wir es offen haben, weil es einfach mehr Luft und mehr Raum gibt, weil die Decke sonst auch relativ niedrig geworden will. Muss man dazu wissen, wir kommen aus einer Altbauwohnung, in der wir vorher zur Miete gewohnt haben. Da hatten wir, glaube ich, fast 4,5 Meter hohe Decken. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir gerne so viel Luft wie möglich haben. Man sieht es nachher auch oben. Da haben wir es ganz offen gelassen, bis in die Dachspitze. Und der Boden, das ist ja wunderschönes Fischgrätparkett, ja. Echtholz. Eichenholz, Echtholz, Fischgrätparkett. Dem glücklichen Umstand geschuldet, dass mein Vater ein Parkettunternehmen hat und sich es natürlich nicht nehmen lassen hat, bei seinem Sohn und bei seiner Schwiegertochter und Enkelkindern zu sagen, nee, der Fußboden kommt von uns. Gut, dann lasst uns auch weiter schauen zum Gäste-WC gerne. Sehr gerne. Das ist unser Gäste-WC, beziehungsweise Gästebad muss man eigentlich sagen. Das ist voll ausgestattet mit Toilette, Waschbecken und Dusche. Wir haben hier direkt auch ein Gästezimmer und es war uns einfach wichtig, dass unsere Gäste auch ein eigenes Badezimmer haben. Man kann vielleicht noch zu der Farbe was sagen. Die haben wir nämlich tatsächlich im Nachgang nochmal überstrichen mit einer Lackfarbe. Wenn man doch gemerkt hat, gerade am Waschbecken, dann spritzt mal wieder Wasser und das ist auf der normalen Farbe, hat man immer Flecken gesehen. Und haben gesagt, was kann man denn da machen? Und haben es dann in der Lackfarbe nochmal überstrichen. Jetzt wirkt es tatsächlich nochmal ein Touch dunkler, aber gefällt uns nach wie vor sehr gut. So, hier geht es jetzt weiter, 2 Stufen nur. Und bevor wir hier reingehen in die rote Tür, hierbei handelt es sich jetzt um den sogenannten Zwischenbau. Also das ist der Bau, der zwischen eurem Haus und dem Haus von deinen Schwiegereltern ist. Genau. Was hat der für eine Funktion? Ja, der hat die einfache Funktion, wir haben ja direkt dran gebaut an das Haus meiner Schwiegereltern. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, gab es einen Wintergarten, den wir weggebrochen haben, der aber für meine Schwiegereltern der Zugang zu ihrem Garten war. Und dann haben sie gesagt, komm, lass uns doch einen Zwischenbau machen. Dann trennen wir den. Und das auf der einen Seite ist euer Gästezimmer und auf der anderen Seite ist jetzt der neue Wintergarten. Das ist kein richtiger Wintergarten mehr, aber quasi der neue Durchgang dann für meine Schwiegereltern, wo sie auf ihre Terrasse kommen und sind aber voneinander getrennt. Diese Tür zum Gästezimmer hat auch nochmal eine Besonderheit. Also erstens hat sie eine sehr besondere Farbe, auch wieder hier uns wichtig, Farbakzente zu setzen im Haus. Und diese Farbe findet sich dann tatsächlich auf diesem Bild wieder. Die Vögel haben nämlich nahezu die identische Farbe wie diese Tür. Ja, wenn man hier hochkommt, läuft man direkt auf eins unserer 2 Kinderzimmer zu. Die sind beide baugleich. Ich würde sagen, wir gucken uns das drüben an, ist spannender als das, obwohl es auch ein sehr wunderschönes Mädchenzimmer geworden ist. Gerne, gerne. Dann geht es hier ein Stück weiter am Kinderbad, das habt ihr nämlich auch noch. Ja, wir haben eine Besonderheit, weil tatsächlich das Badezimmer und unser Badezimmer, also unsere Dusche gleich drüben, sind die wenigen Zimmer, die kein direktes Fenster haben. Und deswegen haben wir uns hier, das hat unsere Architektin rausgefunden, einen Tageslichtspot eingebaut, der quasi
über das Dach verbunden ist, sodass hier den ganzen Tag Tageslicht reinkommt, und der hat wirklich den Vorteil, dass man hier, obwohl kein richtiges Fenster da ist, man den ganzen Tag Tageslicht hat und es wirklich ausreichend Licht gibt. Und hier ist das Kinderzimmer von unserem Sohn. Hier wohnt der Niklas. Und der Niklas hat ein Hochbett bekommen. Ja, dafür haben wir uns auch relativ schnell entschieden, weil das Zimmer hier ist schon kleiner als das Zimmer, was er vorher hatte. Das ist tatsächlich ein Hochbett, weil, wie man vielleicht sieht, kann selbst ich da mit meinen knapp 1,83 Meter da noch gerade drunter stehen. Das haben wir auch bewusst gemacht, dass er es halt auch wirklich lange nutzen kann. Eine Besonderheit, die wir hier noch haben, die man gar nicht sieht, verbirgt sich hinter dieser weißen Wandfarbe. Das haben wir in allen Schlafzimmern und auch da drüben im Badezimmer. Wir haben hier zusätzlich, wir haben ja über den Strahlenschutz gesprochen, den wir hier in der Hauswand haben, haben wir hier zusätzlich nochmal die Wände mit einer extra Strahlenschutzfarbe streichen lassen. Die ist wirklich tief dunkelschwarz. Haben das streichen lassen, um, wie gesagt, möglichst viel Schutz für die Kinder hier im Schlaf zu generieren, und hat auch eine kleine Besonderheit. Man sieht hier vielleicht den kleinen Stecker, weil die Farbe tatsächlich geerdet werden muss wegen der elektrischen Ladung, aber es hat einfach einen super Effekt, was Strahlenschutz angeht. Ein wunderschönes Detail, wie wir finden, ist hier unsere Trennwand. Die führt nämlich eigentlich direkt ins nächste Kinderzimmer. Hier haben wir nämlich eine Schiebetür, die die beiden Kinderzimmer voneinander trennt. Die haben wir lackiert mit Tafelfarbe, sodass die Kinder da mit Kreide drauf malen können. Und die trennt die beiden Schlafzimmer voneinander, sodass die Kinder miteinander kommunizieren können. Dem Raum natürlich auch nochmal viel mehr Licht und Größe gibt, wenn die Tür aufsteht. Aber wenn die Kinder ihre Ruhe haben wollen und getrennt voneinander spielen wollen, dann kann man das zumachen. Und ist aber auch geeignet, wenn die Kinder dann im Alter sind, wo so eine Tür einfach nicht mehr praktisch ist und sie wirklich getrennte Räume haben wollen, dass man dann hier dann eine feste Tür einbaut. Dann freue ich mich auf den Elternbereich von Obergeschoss. Sehr gerne. In unserem Bereich kommt man über unser Badezimmer. Natürlich musst du jetzt was zur Tapete sagen, ist klar. Ja, die Tapete, sehr bunt, voll mit Fantasietieren, die aber doch alle einen echten Ursprung haben. Für uns einfach ein wunderschönes Detail, auch bringt so eine Frische und Freudigkeit, so ein bisschen Dschungelgefühl mit ins Badezimmer, da passt es ja auch ganz gut rein. Und auch unser Waschbecken, unser Doppelwaschtisch ist freistehend. Den haben wir uns auch tatsächlich schon, bevor die Installationspläne standen, haben wir uns den ausgesucht, sodass er mit eingeplant werden konnte, also wir nicht nachträglich noch wieder Veränderungen vornehmen mussten. Ihr habt hier eine große Dusche und dahinter dein Highlight? Mein Highlight des Hauses, ja. Eine kleine Sauna haben wir uns eingebaut. Wir haben hier eine große Dusche. Und auch hier haben wir einen Tageslichtspot, wie man sieht, um da Licht reinzubekommen. Und da ist mein kleines Highlight drin, die kleine Sauna. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein eigenes Haus habe, möchte ich so gerne eine Sauna haben. Und das hat unsere Architektin wirklich ins Schwitzen gebracht. Aber sie hat dann tatsächlich diese kleine Lücke gefunden. Und sie sieht zwar, wenn man jetzt drauf guckt, relativ klein, aber man kann sich tatsächlich, zumindest auf der oberen Liege, kann man sich hinlegen. Sehr schön. Ja. Dann führ uns doch noch ein Zimmer weiter. Genau, hier ist unser Elternschlafzimmer. Auch hier haben wir überall mit Einbauschränken gearbeitet. Zum einen, um natürlich auch den Platz zu bewahren, also den Platz, den wir haben, auch bestmöglich zu nutzen. Auch hier natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke. Hier sieht man wieder Farbakzente. Die Farbe hier ähnelt so ein bisschen unten der Küchenfarbe, ist aber auch an die Wandfarbe angepasst. Da vorne findet man wieder das Rot, was man vorhin schon unten an der Tür gesehen hat. Auch hier, wie man sieht, ein wunderschöner Blick nach draußen ins Grüne, obwohl wir so nah, Thema Nahverdichtung, so nah an den Nachbarn wohnen, hat man hier nicht das Gefühl, dass an die Nachbarn direkt ins Schlafzimmer gucken können. Ja, sehr angenehm. Ihr habt ja auch eine sehr hohe Raumhöhe hier, im Gegensatz auch zu unten, was ja auch daran liegt, dass ihr euch gegen diesen Dachausbau in eurem Walmdach entschieden habt. Könntest du uns da noch was dazu sagen? Ja, dafür gehen wir am besten raus im Flur, weil da sieht man es nämlich tatsächlich richtig gut.
Wir haben nämlich hier im oberen Bereich tatsächlich in allen Zimmern, außer in den Badezimmern, die Decke freigelassen, wie man hier auch so schön sieht. Hier oben sieht man tatsächlich noch den Dachbalken, der sich auch sehr gut eignet, die Lampe aufzuhängen. War uns einfach wichtig, weil wir, wie schon gesagt, wir wollten einfach viel Luft, viel Raum, viel Licht haben im Haus und haben uns da ganz bewusst gegen eine zwischengezogene Decke entschieden, weil wir gesagt, wir brauchen den Raum eines Dachbodens nicht, weil wir den Keller haben und haben gesagt, dafür lassen wir die Decke offen, damit wir alle möglichst viel Luft und Platz haben. Vielen Dank, Lars. Wir wünschen dir und deiner Familie auf jeden Fall alles Liebe und Gute hier in eurem Traumhaus. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ihr hier wart. Ja, und wenn ihr noch mehr über dieses Haus wissen wollt, dann verlinken wir euch wie immer den Link zur Hausdatenbank unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und denkt dran, auch den Kanal zu abonnieren und dabei die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr.